Liebe Mitglieder, liebe Angehörige der Universität Osnabrück. Der Herbst ist da. Die warmen Tage sind vorbei und wir schauen mit Spannung auf das Wintersemester. Wir sind nach wie vor gemeinsam auf der Reise. Denn wenn man hier durch den Schlossgarten geht, sieht man auf der Rückseite des Schlosses immer noch das Banner, das wir angebracht haben, als hier die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im Schlossgarten stattfanden. Jetzt schauen wir auf ein Wintersemester, das wieder ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Wir haben alle mitbekommen, unser Land steckt in einer Energiekrise und diese Energiekrise hängt zusammen mit einer weltpolitischen Lage, insbesondere in Europa, die sehr, sehr besorgniserregend ist. Sie alle machen sich natürlich Gedanken, wie geht es jetzt weiter im Winter? Einige von Ihnen werden sich fragen, wie sie mit den gestiegenen Kosten im Energiesektor umgehen können. Und natürlich treibt uns auch dieses Thema als Universität um. Der Winter ist naturgemäß kälter als der Sommer und wir müssen uns fragen, wie viel Energieeinsatz können wir aufwenden, um unser Wintersemester hier zu gestalten. Ich habe schon mal einen Schal mitgebracht, weil ich glaube, das wird das Wintersemester doch irgendwie prägen. Im Wintersemester haben wir einige Maßnahmen festgelegt, die wir per E-Mail bereits auf den Weg gebracht haben. Und so wissen Sie, dass die Raumtemperatur in Lehrveranstaltungsräumen und auch in den Diensträumen nur auf 19 Grad gesetzt wird. Das ist eine moderate Raumtemperatur und wir sind nicht auf 17 oder 18 Grad gegangen wie andere öffentliche Gebäude oder Schulen, weil wir denken, wenn wir uns auf 19 Grad einpendeln, können wir auf ihre Solidarität setzen. Es gibt weitere Maßnahmen, die wir bekannt gegeben haben und insbesondere für unsere Studierenden ist wichtig, dass wir entschieden haben, die Woche vor Weihnachten, also ab dem 18. Dezember, eine Woche digitale Lehre anzubieten. Das bedeutet, dass Sie in einer Woche nicht wieder in diese Situation kommen, wie wir sie im Sommersemester hatten, dass wir ständig on und off haben, digitale Lehre, dann wieder Präsenz, dann wieder digitale Lehre und niemand wusste eigentlich, wann es irgendwie weitergeht. Mit dieser einen Woche können wir die Temperaturabsenkung der Weihnachtspause ausdehnen, was uns Energieersparnis bringt. Und gleichermaßen ist es ein absehbarer Zeitraum, der uns möglicherweise sogar hilft, die Corona-Pandemie, von der wir auch nicht wissen, wie sie weitergeht, zu ihrer Peakzeit etwas abzupuffern. Außerdem werden wir über das Wochenende die Raumtemperaturen absenken, ab Freitagmittags. Ein paar Stunden bleibt es dann noch warm und dann wird es aber merklich kühler werden, mit Ausnahme der Bibliothek an Westerberg. Wir sind jetzt froh, dass wir dieses energetisch hervorragend aufgestellte Gebäude haben, um es weiterhin als Lernraum, vielleicht auch als Arbeitsraum zur Verfügung zu stellen und sich hier aufhalten zu können. Auch an den Wochenenden wird diese Bibliothek für Sie geöffnet sein. Ich möchte Sie bitten, diese Maßnahmen solidarisch mitzutragen und vor allen Dingen weitere Maßnahmen gerne vorzuschlagen. Es gibt so viel, was wir tun können. Den Computer runterfahren, die Lichter ausmachen, die Flure nicht beheizen. Vielleicht fallen Ihnen auch noch Dinge ein, die wir hier im Kleinen umsetzen können. Denn uns sollte klar sein, auch wenn es Kleinstmaßnahmen sind, wie beispielsweise PowerPoint-Folien mit schwarzem Hintergrund anstatt weißem zu machen, um die LED-Belastung hier herunterzusetzen, in einer Institution wie unserer machen die kleinen Maßnahmen eben auch schon viel aus und wir können Ersparnisse damit herbeiführen. Ganz zum Schluss aber eine persönliche Nachricht. Bitte versuchen Sie solidarisch zu sein. Viele Menschen in unserer Gesellschaft und auch an unserer Universität haben echte Existenzängste. Für Studierende wird es nicht einfach sein, die gestiegenen Nebenkosten zu tragen, die erheblich sein werden. Die Budgets geben diese Dinge einfach nicht her. Versuchen Sie ein offenes Ohr zu haben und in dieser Stresssituation zusammenzuhalten, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Ich weiß, dass wir das als Universität sehr gut können, denn wir sind so gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Wir wünschen uns alle einfachere Zeiten, wir wünschen uns fröhlichere Zeiten, aber lassen Sie uns erreichen, dass die Universität ein Ort ist, wo wir uns weiterhin wohlfühlen und wo wir unter den gegebenen Umständen, obschon wir unseren Beitrag leisten müssen, zum geringeren Energieverbrauch der Gesamtgesellschaft zusammenstehen und zusammenhalten. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen alles Gute und wünsche uns allen miteinander ein gutes Wintersemester.